Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit den Travel Explorers. Heute zeigen wir euch die bekannteste Kirche Österreichs, den Wiener Stephansdom. Der Steffel, wie er im Volksmund auch genannt wird, ist das Wahrzeichen und gleichzeitig das Zentrum der Stadt Wien. Mit 136 Metern Höhe ist er die höchste Kirche Österreichs und zählt zu den wichtigsten gotischen Bauwerken Europas. Von der U-Bahn-Station Stephansplatz kommt man direkt zum Hauptportal, dem sogenannten Riesentor. Etwas weiter rechts des Portals befindet sich eine Inschrift mit der Bezeichnung O5, das Zeichen der Widerstandsgruppe gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Der Eintritt in den Dom ist gratis, allerdings könnt ihr nur einen kleinen Teil des Innenraumes abgehen und bestaunen. Um die Kirche in ihrem vollen Umfang zu bestaunen, könnt ihr euch um 20 € das All-Inclusive-Ticket vor Ort kaufen. Wir haben uns dieses Ticket gekauft, um das Angebot für euch zu testen. Das Innere der Kirche besticht mit seiner gotischen Bauweise und bietet dem Besucher zahlreiche Kunstwerke in Form von Altären, Kanzeln, Buntglasfenstern und auch Grabmälern berühmter Persönlichkeiten. Das Grab von Kaiser Friedrich III. Zählt zu den monumentalsten Herrschergräbern Mitteleuropas. Die berühmteste Glocke Österreichs, die Pummerin, ist mit über 3 Meter Durchmesser die drittgrößte freischwingende Kirchenglocke Europas, befindet sich im Nordturm und wird jährlich zum Jahreswechsel und besonderen Anlässen geläutet. Die Besichtigung des Nordturms ist im All-Inclusive-Ticket inkludiert. Mit diesem Ticket könnt ihr auch den 136 Meter hohen Südturm raufgehen. Hier gibt es keinen Aufzug. Ihr müsst knapp 400 Stufen selbstständig hochsteigen. Allerdings gibt es hier Gegenverkehr. Der Aufstieg ist somit etwas mühsam und sehr anstrengend. Oben angekommen in der sogenannten Türmerstube könnt ihr einen atemberaubenden Ausblick über die gesamte Stadt Wien genießen. Der Aufstieg zahlt sich somit schon aus.
Nach dem Aufstieg folgt der Abstieg, zum Beispiel in die Katakomben mit dem dazugehörigen Friedhof aus dem Mittelalter. Hier unten ist jedoch Filmen und Fotografieren verboten. Dafür bekommt ihr einen geführten Rundgang mit sehr interessanten Einblicken und Fakten. Absolut sehenswert. An der linken Außenfassade befindet sich der sogenannte Asylring. Durch das Berühren dieses Ringes konnten sich Verfolgte unter den Schutz der Kirche stellen. Diese besondere Form des Schutzes wurde von Herzog Leopold dem Glorreichen im 12. Jahrhundert eingeführt. Daher wird der Asylring im Volksmund auch Leo genannt. Bis heute eine gängige Schutzbezeichnung bei diversen Spielen. Ebenso inkludiert im All-Inclusive-Ticket ist der Aufstieg zur Westempore, wo ihr die mächtige Riesenorgel mit ihren mehr als 12.000 Pfeifen bestaunen könnt. Die größte Orgelpfeife ist 12 Meter hoch. Von der Westempore aus habt ihr einen perfekten Überblick über den gesamten Innenraum des Stephansdoms und könnt dieses Meisterwerk der Gotik bestaunen. Alles in allem haben wir über 3 Stunden mit der Besichtigung des Stephansdoms verbracht. 20 € pro Person fanden wir für das All-Inclusive-Ticket etwas überteuert. Die Einzeltickets für die jeweiligen Bereiche wären aber insgesamt noch teurer gewesen. Fazit: Kann man gerne mal machen, zählt aber nicht zu unseren persönlichen Pflichtpunkten bei einem Wien-Aufenthalt, da es nicht nur teuer, sondern auch zeitintensiv ist. Dennoch war es ein sehr schöner Tagesausflug mit tollen Einblicken in das Wahrzeichen der Stadt Wien. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns doch bitte einen Daumen hoch da und abonniert unseren Channel, um keines unserer künftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, eure Travel Explorers.